Das sind die Jabra Elite 7 Pro. Und in diesem Video teste ich für dich die Mikrofonqualität beim Telefonieren in einer lauten Umgebung und in einer sehr lauten Umgebung. Anschließend noch in einer Situation wie bei einer Videokonferenz. Wir fahren jetzt wieder wie in allen meinen Tests 70 mit meinem Diesel und die Fenster sind gerade geschlossen. Und so hören sich die Jabra Elite 7 Pro an, wenn du damit in einer lauten Umgebung telefonieren würdest. Wir können jetzt die Fenster wieder herunterlassen, so dass hier sehr viel Wind im Raum ist. Der Wind wirkt auch auf die Mikrofone ein und so hören sich die Jabra Elite 7 Pro an, wenn du damit in einer wirklich sehr lauten Umgebung telefonieren würdest. Und das gleiche nochmal mit allen beiden Kopfhörern im Ohr im Hear-Through. Wir fahren jetzt wieder 70 und jetzt kann ich mal die Fenster wieder öffnen. So laut ist dann der Wind, wenn du ihn mit allen beiden Kopfhörern im Ohr und der Hear-Through-Technologie telefonieren würdest. Es fühlt sich sehr seltsam im Ohr an. Ich mag dieses Gefühl definitiv nicht. Also da gibt es andere Kopfhörer, die in diesem Modus sich wesentlich angenehmer vom Hörverhalten anhören als eben diese Jabra Elite 7 Pro. So, jetzt habe ich bei den Kopfhörern nochmal das Active Noise Cancelling eingeschaltet. Das sollte sich ja auch irgendwie auf die Mikrofone auswirken, dass sie eben vielleicht nicht die Geräusche so stark wahrnehmen wie eben gerade. Und wir fahren wieder 70 und so hören sich die Jabra Elite 7 Pro an, wenn du damit in einer lauten Umgebung mit aktivierten ANC telefonieren würdest. Wir können jetzt hier wieder die Fenster herunterlassen. Ich bin sehr gespannt, ob der Wind wieder so deutlich hörbar sein wird. Die Mikrofone müssen hier wirklich sehr harte Arbeit leisten. Und sei vorweggenommen, es gibt tatsächlich Kopfhörer, die das Ganze sehr gut handeln können. Zum Beispiel die Sony LinkBuds S oder die Nothing Ear One. Alle diese Kopfhörer habe ich bereits getestet und ich habe auch einen großen Vergleich einmal hier zusammengestellt. Diese Videos findest du komplett auf meinem Kanal oder in einer Playliste, die ich hier unten in der Beschreibung verlinkt habe. Ja, jetzt stehen wir im Auto. Hier ist es ganz leise. Ich höre hier keine anderen Geräusche, außer eben das, was ich hier im Raum, in diesem kleinen Raum im Auto rede. Und so hören sich die Jabra Elite 7 Pro an, wenn du damit in einer sehr leisen Umgebung telefonieren würdest. Ja, und hier auch im leisen Raum mit beiden Kopfhörern drin, damit du hier auch den Unterschied hören kannst, falls überhaupt ein Unterschied da ist. Die Kopfhörer sind jetzt auf Hear-Through eingestellt und so hört sich das eben an, wenn du damit in einer leisen Umgebung telefonieren würdest. Ja, und so hören sich die Jabra Elite 7 Pro an, wenn du damit in einer Videokonferenz telefonieren würdest und die Mikrofone eben aus den Bluetooth-Kopfhörern in dein PC, in diesem Fall meinen Mac, übertragen werden. Wir können hier nochmal simulieren, wie die Kopfhörer damit umgehen, wenn irgendwie andere Stimmen im Raum oder in der Nähe zu hören sind. So, jetzt habe ich hier den Felix Beilharz im Hintergrund und so hört sich das eben an, wenn andere Stimmen im Hintergrund sind und irgendwie in deiner Nähe jemand anderes spricht. So hört sich das dann eben an, beziehungsweise das machen die Kopfhörer mit deiner Stimme und der fremden Stimme, in diesem Fall von Felix Beilharz und in seinem 7x7x7 Podcast.
es geht los mit der ersten News. Generell würde ich sagen, dass die Kopfhörer für 139 € definitiv nicht die Leistung erbringen wie andere Kopfhörer unter 100 €, wie beispielsweise die Nothing Ear One. Ja, und so hören sich die Nothing Ear One an, wenn du damit in einer Videokonferenz telefonieren würdest. Sie sind jetzt nicht die besten Bluetooth-Kopfhörer mit der besten Mikrofonqualität, aber sie hören sich doch sehr deutlich, sehr klar und sehr, sehr gut an. Für Kopfhörer unter 100 € hören sie sich definitiv bisher für mich am besten an. Von daher bin ich mit meinem Fazit sehr vorsichtig bei diesen Kopfhörern. Sie haben ein sehr kleines und sehr praktisches Case. Das macht sie eben besonders interessant. Wenn man jetzt die Casegröße nicht betrachtet, dann würde ich zu den Nothing Ear One greifen aktuell, weil diese sich sehr, sehr gut anhören, auch in lauter Umgebung, auch bei Wind und knapp nur 80 € kosten. Im Vergleich, die kosten halt 139. Falls du sonst noch wissen möchtest, welche Kopfhörer ich getestet habe und wie gut die sich anhören, beziehungsweise wie gut die Bluetooth-Mikrofonübertragung zum Handy und zum PC ist, dann schau dir hier mal die Playlist an. Dort sind alle meine Tests hintereinander aufgeführt.